Eines der vielen Verbrechen des Nationalsozialismus war die Wiedereinführung der Sklaverei. Im Zweiten Weltkrieg nämlich hat man in den besetzten Gebieten Osteuropas eine große Zahl an Zivilisten gezwungen, die Heimat zu verlassen und Zwangsarbeit im Reich zu verrichten. Diese sogenannten Ostarbeiterinnen und Ostarbeiter aus der Sowjetunion stammten aus Russland und aus Weißrussland. Die meisten von ihnen kamen aber aus der Ukraine. Und es waren vor allem Frauen, die meisten zwischen 17 und 21 Jahre alt. Sie hatten also ihre Jugend unter den Bedingungen der Zwangsarbeit in Deutschland erlebt. Diese Bedingungen waren oftmals schwer zu ertragen. Viele sind in körperlich sehr belastende Arbeitsstellen geschickt worden, in Industriebetriebe, in die Landwirtschaft und in private Haushalte. Dort war es ihnen verboten, ihre Arbeitsplätze zu verlassen, und sie hatten auf ihrer Kleidung ein Stoffstück mit dem Aufdruck Ost zu tragen. Sie sind bewacht worden, hatten kaum Ausgang, erhielten keinen Arbeitslohn und nur wenig Essen. Dazu kam die psychische Belastung, dass sie fern ihrer Heimat und fern ihrer Familien gelebt haben. Tausende dieser Zwangsarbeitskräfte kamen während des Krieges um, weil sie nicht genug Essen bekommen haben, weil sie die körperlichen Entbehrungen nicht überstanden haben, aber auch in alliierten Luftangriffen, weil sie nicht in Luftschutzkeller durften. Nach dem Ende des Krieges haben sie zwar ihre persönliche Freiheit wiedererlangt, aber sie gerieten nun in die Mühlen der stalinschen Verfolgung. Nach Kriegsende nämlich hat die Sowjetregierung die Ostarbeiterinnen und Ostarbeiter nach Hause zurückgeholt, was in der sowjetischen Terminologie die Bezeichnung Repatriierung erhalten hat. Die Zahl der repatriierten Frauen war etwa doppelt so hoch wie jene der Männer. 1946 wurden etwa 1,1 Millionen in die Ukraine repatriiert, unter ihnen etwa 700.000 Frauen und 400.000 Männer im arbeitsfähigen Alter. Mit der Repatriierung begann eine neue Phase im Leben der Repatriierten und es begann eine erneute staatliche Überwachung und Kontrolle. Zunächst mussten die gerade befreiten Ostarbeiterinnen und Ostarbeiter in sowjetischen Filtrationslagern beweisen, dass sie nicht kollaboriert hatten mit den Nazis. Das hat strafrechtlich als Landesverrat in der Sowjetunion gegolten. Diese Filtration haben Mitarbeiter des berüchtigten Innenministeriums des NKWD durchgeführt. Als Ergebnis wurden etwa 20% der Filtrierten in sowjetische Arbeitslager verbracht, zur erneuten Zwangsarbeit. Weitere etwa 20% wurden in die Rote Armee einberufen, knapp 60% in ihre Herkunftsorte entlassen. Aber auch hier blieb der Makel bestehen, in Deutschland während des Krieges gewesen zu sein. Die Ostarbeiterinnen und Ostarbeiter erlebten eine regelrechte Ächtung durch die Gesellschaft, die in die Familien hineinreichen konnte. Es galt als Schande, für die Deutschen gearbeitet zu haben, dass das Zwangsarbeit war und unfreiwillig. Diese Erkenntnis hat sich nicht durchgesetzt. Eine freie Historiographie darüber hat es in der Sowjetunion nicht gegeben, genauso wenig wie über viele andere Themen. Es war daher kein Wunder, dass viele Ostarbeiterinnen ihre Vergangenheit unter Verschluss hielten und sie auch ihren Familienmitgliedern verschwiegen. Das hat sich erst in den 1990er Jahren allmählich geändert. Städte in Deutschland nämlich haben noch lebende Ostarbeiterinnen und Ostarbeiter eingeladen, um wenigstens symbolisch das erlittene Unrecht zu sühnen. Und Deutschland hat auch Ausgleichszahlungen geleistet. Viele ehemalige Ostarbeiterinnen haben sich nun geöffnet und haben ihren Kindern und ihren Enkeln von ihrem Schicksal erzählt. In diesen Interviews haben sich die ehemaligen Ostarbeiterinnen erinnert an das Gefühl der Angst, an ihre Sehnsucht, aber auch der Schuld, die ihnen eingeredet worden ist. Sie haben aber auch ihre Schicksalsergebenheit zum Ausdruck gebracht und sogar Empathie und Mitleid mit anderen, die ebenfalls unter den Kriegsbedingungen gelitten haben. Was sie aber nur selten geäußert haben, das ist Hass auf die Deutschen. Die Ostarbeiter hätten allen Grund dazu gehabt. Anstelle dessen klingen bei ihnen Gleichmut durch und auch verzeihliche Töne. Woher sie dazu die Kraft genommen haben, darüber kann man nur spekulieren. Mit Sicherheit hat ihnen auch ihr religiöser Glaube geholfen und das Gebet. Das hat ihnen innere Stärke verliehen und es hat ihnen auch geholfen, ihre Würde zu bewahren. Aus den Zeugnissen der Ostarbeiterinnen und Ostarbeiter kann man über das Menschbleiben in einer entmenschlichten Umgebung viel lernen. Und das ist die tiefe Botschaft, die sie uns hinterlassen haben
die wir nicht vergessen sollten.